Ist die United Health Group jetzt ein gutes Investment? Der Aktienkurs, der kennt ja seit Monaten nur noch eine Richtung abwärts. Wir schauen uns mal an, woran das liegt, was die letzten News waren, weil die haben sich ziemlich überschlagen. Wir schauen auf die Profitabilität, auf die Belohnung für uns als Aktionäre, auf die aktuelle Bewertung und was eigentlich das Fair Value wäre, wie sicher ein Investment wäre. Und dann vergleichen wir die United Health mit anderen Krankenversicherern aus den USA. Wie immer ist das auch keine Anlageempfehlung. Ich analysiere hier Aktien mit euch und ihr entscheidet bitte immer selbst, in was ihr investiert. Ich selber bin übrigens nicht in die United Health investiert zurzeit. Ich würde mich auch sehr über ein Gefällt mir von euch freuen, weil ich immer sehr viel Arbeit in meine Videos stecke, aber auch Freude daran habe. Um gleich die Probleme der United Health nachvollziehen zu können, lasst uns erstmal kurz einen Blick auf das Geschäftsmodell werfen, denn sie untergliedern sich in zwei Kernsegmente. Sie haben zum einen United Healthcare, das ist das klassische Krankenversicherungsgeschäft. Da kommen halt die Einnahmen zusammen aus Prämien von Arbeitgebern, von Privatkunden, aber auch aus staatlichen Programmen wie Medicare Advantage oder Medicaid. Dieser Bereich macht rund 55% des Umsatzes aus. Der zweite, strategisch ebenfalls wichtige Teil ist Optum. Das ist jetzt kein Versicherungsgeschäft, sondern ein Gesundheitsdienstleistungsgeschäft mit Kliniken, mit Telemedizin, Datenanalyse, IT-Services und auch Apothekenmanagement. Optum wächst auch schneller im Moment und liefern 45% des Umsatzes. Die News zur United Health Group, die haben sich ja in den letzten 1,5 Jahren überschlagen. Aber der größte Belastungsfaktor für die United Health, das waren die Vorwürfe zum Medicare Advantage Geschäft. Denn da geht es um den Vorwurf, dass Diagnosen systematisch zu aggressiv kodiert wurden, um höhere staatliche Zahlungen zu erhalten. Das nennt man quasi Upcoding. Also es wurde gesagt, die Patienten sind kränker, als sie es eigentlich waren, so dass United Health höhere Prämien erhält. Also konkret wird ihnen dabei auch vorgeworfen, zusätzliche oder medizinisch kaum relevante Diagnosen angesetzt zu haben, unter anderem über In-Home-Untersuchungen und Chart-Reviews. Allein für das Jahr 2021 stehen dabei rund 8,7 Milliarden Dollar an möglichen Mehreinnahmen im Raum, die so nicht nötig gewesen wären. Wichtig ist aber, bis heute gibt es da kein abschließendes endgültiges Urteil darüber. In früheren Verfahren, da konnte jetzt auch kein Fehlverhalten festgestellt werden. Aktuell laufen da noch die Untersuchungen, also ist noch so ein Risikofaktor. Und United Health, die kooperieren auch offiziell mit den Behörden und liefern alle Informationen, die die Behörden haben wollen. Aber der Markt, der reagiert natürlich trotzdem empfindlich darauf, weil einfach noch so eine Unsicherheit auch im Raum steht. Die Aktie ist deutlich gefallen seit Ende 2024, weil Investoren halt ein strukturelles Risiko, vor allem für das Medicare-Geschäft sehen. Und zusätzlich kommen aktuell noch politische Kürzungen dazu bei Medicare-Zahlungen. Komme ich aber gleich auch noch mal dazu, was das bedeutet. Also kurz gesagt, es herrscht noch kein Schuldspruch oder sowas, aber es liegt halt dieses Risiko einfach im Raum. Wenn man sich mal die letzten 1,5 Jahre anschaut, dann war das für die United Health eine richtige Tortur, also eine richtige Negativserie. Und Ende 2024 gab es dann noch einen riesigen Schock, denn einer der United Health Top-Manager wurde leider ermordet auf offener Straße. Dann wurde noch der Investorentag natürlich kurzfristig abgesagt. Das hat auch erstmal Vertrauen gekostet, obwohl sich operativ dadurch ja jetzt erstmal nichts geändert hat. Aber es war natürlich auch erstmal ein Schock. Dann wurde es Anfang 2025 inhaltlich auch noch kritisch, denn die öffentliche Kritik, die nahm dann zu. Das US-Justizministerium startete die Ermittlungen wegen möglichen Medicare-Betrug und im Senat wurden noch sehr aggressive Vorwürfe deswegen auch erhoben. Kurz darauf ist auch der CEO zurückgetreten, Andrew Witte, und das war ebenfalls ein weiteres negatives Signal. Im Frühjahr und Sommer 2025 erfolgte deswegen schon ein massiver Kurseinbruch. Zusätzlich kamen dann noch Klagen im Umgang mit Kritikern und auch erste Folgen der Change Healthcare Datenpanne dazu. Also es gab auch einen Datenleck, einen Cyberangriff mit einer Datenpanne und diese Sachen kamen dann auch noch obendrauf, als hätten sie nicht schon genug Probleme. Und 2025 zog sich das Thema dann immer so weiter. Dann gab es Whistleblower-Berichte, also Unternehmensmitarbeiter, die irgendwas gemeldet haben zu Pflegeheimzahlungen, die wohl nicht ordentlich abgelaufen sind. Und laufende Datensicherheitsfragen kamen dann auch hoch, auch als Folge von diesem Cyberangriff. Und der Druck, der war konstant immer hoch auf das Unternehmen. Und jetzt, Anfang 26, kommen auch noch enttäuschende Quartalszahlen hinzu, denn letzte Woche hat dann United Health auch noch gemeldet, dass die Quartalszahlen schlechter ausgefallen sind, wie manche vielleicht doch gehofft hatten.
Probleme im Medicare Advantage Geschäft und operative Belastung kamen dann auch noch dazu. Also unterm Strich viele Einzelereignisse, aber sie haben sich auch zeitlich überlappt und das erklärt, warum der Aktienkurs immer weiter in den Keller gegangen ist und die Leute einfach immer mehr verunsichert waren. Und ungefähr jetzt passend zeitgleich zu den Quartalszahlen kam dann auch die Meldung der Behörden, der US-Behörden, dass sie die Vergütungsleistungen für das Medicare-Programm auch senken möchten. Das heißt, die Vergütungen für die Krankenversicherer sollen auch geringer ausfallen als zuvor, weswegen dann die United Health auch nochmal einen Dämpfer bekommen hat, aber nicht nur die, auch die anderen Krankenversicherer. Dann schauen wir mal kurz auf die letzten Quartalszahlen, denn die erklären den Kurssturz auch ziemlich gut. Auf den ersten Blick sieht das hier sogar positiv aus. Der Umsatz, der ist zweistellig gewachsen, sowohl im Quartal als auch aufs Gesamtjahr gesehen. Das Problem liegt aber nicht auf der Umsatzseite, sondern an den Earnings, also was davon hängen bleibt nach Abzug aller Kosten. Denn der operative Gewinn ist im Quartal um über 90% eingebrochen, im Gesamtjahr noch um rund 40%. Die Gründe sind aber klar benennbar. Die medizinischen Kosten sind zum einen stark gestiegen, vor allem im Medicare Advantage Geschäft. Zweitens wurden halt die staatlichen Erstattungen gekürzt, was direkt auf die Marge drückt. Und drittens gab es halt sehr hohe Einmalbelastungen, unter anderem auch durch den Cyberangriff bei Change Healthcare und durch weitere Restrukturierungsmaßnahmen. Unterm Strich United Health, sie wachsen schon weiter, aber 2025 war ein Jahr mit extrem hohem Kostendruck und das hat die Gewinne halt einbrechen lassen. Ja, welche Maßnahmen ergreift dann aber United Health, um aus dieser Misere wieder rauszufinden? Was ist denn deren Guidance und wie wollen sie weiter vorgehen? Also der wichtigste Punkt ist hierbei, dass sie den Kurs ein wenig gewechselt haben. Sie setzen nun Profit vor Wachstum. Das Management hat sich halt bewusst aus unprofitablen Verträgen zurückgezogen, beziehungsweise sie sind noch dabei. Sie passen Preise an, um die gestiegenen medizinischen Kosten auch sauber abzubilden. Das sieht man auch direkt in der Guidance, denn die Nettomarge soll von rund 2,7% in 2025 auf etwa 3,6% im Jahr 2026 steigen. Konzernweit übergreifend wird eine operative Marge von rund 5,5% erwartet und angestrebt. Auch die Kostenlage entspannt sich so langsam. Die Medical Care Ratio, die stabilisiert sich. Weitere Kostensprünge sind aktuell nicht unbedingt eingeplant. Ein zentraler Punkt ist aber auch Optum. Verlustverträge wurden hier auch bereinigt. Das Management wurde komplett neu aufgestellt. Und 2026 rechnet man auch bei der Optum-Sparte wieder mit deutlich höheren Margen. Und der Cashflow, der bleibt auch weiterhin stark. Dividenden und Aktienrückkäufe laufen weiter. Das werden wir auch gleich noch sehen. Also 25, das war schon so ein Konsolidierungsjahr. 2026 soll wieder die Ertragswende bringen. Bin ich mal gespannt. Denn wenn man sich mal die Profitabilität der letzten Jahre anschaut, dann sieht man, dass sie ganz klar eine Cashmaschine eigentlich sind und auch eine Umsatzmaschine. Der Umsatz ist über die letzten Jahre fast durchgehend gestiegen, mit einem Wachstum auf 5 Jahre gerechnet von rund 10% pro Jahr. Das Geschäftsmodell, das kann gut skalieren. Zweitens sind die Margen traditionell schon immer nicht hoch gewesen, aber extrem stabil. Bis 2024, 2025. Das operative Ergebnis lag eigentlich immer sauber im Trend, wurde dann aber halt durch die Kosteninflation, durch den regulatorischen Druck und Sondereffekte spürbar hier getroffen. Die Ertragskraft war jahrelang immer gut, wirklich kurzfristig. In den letzten 1,5 Jahren sind sie halt so stark unter Druck geraten. Das sieht man hier auf der Profitabilitätsübersicht auch nochmal ganz gut. Die operative Marge liegt aktuell noch bei 6,1%. Das ist deutlich unter dem historischen Niveau, das ungefähr so bei 8% lag. Und man sieht auch hier, dass 2025 so ein Margenjahr zum Vergessen war. Die Eigenkapitalrendite, die liegt noch bei etwa 17,5%, trotz aller Probleme. Also United Health kann mit dem Eigenkapital der Aktionäre weiterhin ordentlich Wert erzeugen. Noch wichtiger ist aber der Return on Invested Capital, also das Gesamt plus Fremdkapital, wie gut das zum Arbeiten eingesetzt werden kann. Das liegt auch noch bei rund 11,2%. Das ist zwar gesunken, aber es liegt über den Kapitalkosten, also das Geschäftsmodell zerstört keinen Wert. Es liefert ihn aktuell halt nur ein bisschen weniger effizient durch die ganzen Kosten, die jetzt entstanden sind. Aber was natürlich immer das Positive ist an einem sinkenden Aktienkurs bei einem Dividendenwachstumsunternehmen wie der United Health,
ist, dass die Dividende natürlich dann höher wird, denn aktuell liegt sie bei rund 3%. Sie war im Schnitt immer so bei 1,9, 1,7 und so in der Vergangenheit, aber im Moment sind wir hier über 3%. Das Dividendenwachstum über die letzten Jahre kann sich auch sehen lassen. Die letzte Erhöhung, auch trotz der ganzen Probleme, lag noch bei 5,24%. Auf die letzten 5 Jahre im Schnitt haben sie um 11,73% pro Jahr erhöht und auf die letzten 10 Jahre im Schnitt sogar um 15,53%. Insgesamt steigern sie schon 16 Jahre in Folge ihre Dividende. Und sie können sie sich auch leisten, denn die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt bei rund 42%, ist allerdings hier eine ältere Angabe, und auf den Free Cashflow auch bei 45,6%. Die nachhaltige Wachstumsrate ist deswegen auch noch bei rund 10% pro Jahr, was die United Health intrinsisch theoretisch jedes Jahr wachsen könnte. Wenn man mal die Eigenkapitalrendite von 17,5% nach der letzten Angabe nimmt und die 42% Payout, dann landet man hier bei 10% theoretischem Wachstum. Der langfristige Aktienrückkaufchart, der gefällt mir auch richtig gut. Sie haben auch aktuell eine 3,7%ige Aktienrückkaufrendite. Das ist hier der blaue Balken. Man sieht auch, im Moment ist der höher. Also sie kaufen gerade kräftig eigene Aktien zurück. Und anhand der grünen Linie sieht man auch, dass die Anzahl ausstehender Aktien am Markt immer geringer wird, womit unsere Aktien, die wir selber haben, natürlich immer wertvoller werden, weil es davon ja weniger gibt. Also der Chart gefällt mir wirklich gut, und dass sie gerade auch den günstigen Kurs nutzen, um eigene Aktien zurückzukaufen. Hier sieht man jetzt nochmal enorm, wie stark der Aktienkurs eigentlich eingebrochen ist. Das ist jetzt hier die Sicht auf den Total Return, also Dividende plus Aktienkurs. Und auf die letzten 10 Jahre wäre es schon ein gutes Investment gewesen. Wir hätten ein Total Return von 206%, also knapp ein Verdreifacher gehabt mit Dividenden, und ohne Dividenden hätten wir immer noch 158,5% Kurswachstum erfahren. In den letzten 5 Jahren ist halt im Mittelwert, also der Kurs, wirklich gesunken. Wir wären hier im negativen Total Return. Wir hätten mit Dividenden immer noch minus 4,2% Verlust erlitten und ohne Dividenden einen Aktienkursverlust von 14,9%. Wir sind quasi wieder auf dem Kursniveau ungefähr vom Jahr 2020, 2021 momentan angekommen. Wie sicher wäre denn ein Investment? Sind Sie stark verschuldet jetzt nach dem ganzen Kostendruck, oder geht das noch so halbwegs? Also der Trend in der Verschuldungsquote im Verhältnis zum EBITDA, der ist jetzt leicht steigend, sieht man hier an diesem blauen Chart links unten. Das Unternehmen müsste ungefähr 2,6 Jahre, also etwas mehr als 2,5 Jahre, ihren EBITDA erwirtschaften, um alle Schulden tilgen zu können. Die Gesamtverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital ist ebenfalls aktuell leicht steigend, aber noch im Rahmen, wenn man es insgesamt betrachtet, denn wir liegen bei 75,7%, also 76 Cent Schulden auf $1 Eigenkapital. Die Zinsdeckung, die ist jetzt auch zurückgegangen. Sie liegt aktuell noch bei 6,5%. Das könnte besser sein. Also 6,5% heißt immer noch, Sie können mit Ihrem EBIT 6,5 Mal die Zinsen locker wegstecken, aber es gibt halt Unternehmen, die hier wesentlich besser sind. Und auch der Free Cashflow, der musste in der letzten Zeit ein wenig leiden. Der ist die Jahre davor eigentlich immer schön angestiegen, aber auch zuletzt hat sich halt der Kostendruck hier stark auf den freien Cashflow niedergeschlagen. Ein weiterer Blick auf die Sicherheit ist doch immer der Blick auf den Buchwert und den Substanzwert. Bei aktuellem Aktienkurs von $293 haben wir noch einen Buchwert von $105, und der Buchwert, der steigt auch. Das ist hier dieser türkise Chart. Und der Substanzwert, der ist immer weiter zurückgegangen, und wir sind bei minus $38. Da wird quasi vom Unternehmenswert noch, da werden noch die immateriellen Vermögensgüter abgezogen, wie Marken, Patente und Goodwill. Und Goodwill steht ja vor allen Dingen durch Übernahmen, die zu teuer waren, also die teurer waren, als das Unternehmen eigentlich an Wert hatte oder an Wert gehandelt wurde. Und sie haben halt für Optum relativ viele Übernahmen getätigt, und deswegen ist überwiegend dieser Goodwill entstanden. Und da der Buchwert immer weiter gestiegen ist und der Kurs aber gerade schwächelt, ist auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis relativ gering. Mit 2,42 sind sie wirklich schon mit dem Kurs-Buchwert-Verhältnis im Blick ein Schnäppchen. Das KGV hat sich auch ein bisschen zu unseren Gunsten verbessert. Also sie sind hier auch günstiger geworden vom KGV her. Der liegt noch bei 14,6 aktuell. Aber ist das denn jetzt fair, oder ist das ein bisschen zu teuer immer noch? Deswegen schauen wir jetzt mal auf die Fair Value Betrachtung. Laut Investing Pro liegt der durchschnittliche faire Wert bei rund $434.
der aktuelle Kurs bei rund $292. Also theoretisch haben wir hier ein Upside, also ein Aufwärtspotenzial von 48% bei mittlerer Unsicherheit. Also die gehen schon ziemlich auseinander. Die Bewertung basiert hierbei auf 4 unterschiedlichen Modellen. Es gibt KGV-Multiples, Kursumsatz-Multiples, Kursbuch-Multiples und auch ein Dividenden-Discount-Modell mit stabilem Wachstum. Je nach Modell reicht die Spanne des fairen Werts grob von $360 bis $550, also schon eine sehr breite Range. Die Analysten sind grundsätzlich ein wenig positiver gestimmt. 26 Analysten bewerten hier sogar das Unternehmen und sie sehen ein durchschnittliches Kursziel bei $375, aber auch mit einer weiten Spanne zwischen 280 und $440. Also der Analyst, der die Aktie am günstigsten sieht, der liegt ungefähr bei dem Wert, den wir heute als Aktienkurs haben. Also der Markt preist schon viel Risiko ein. Sowohl die Modelle als auch die Analysten sehen aber ein klar höheres Kurspotenzial, falls die Margen und operative Themen sich auch wieder stabilisieren. Ja, jetzt haben wir ganz viel Infos und auch Kennzahlen zur United Health Group gesehen. Aber um das jetzt besser einschätzen zu können, vergleichen wir sie jetzt noch mit Konkurrenten, und zwar mit anderen großen Krankenversicherern aus den USA, und schauen mal, ob es denen gerade genauso schlecht geht. United Health ist ja der größte Krankenversicherer der USA. Daneben gibt es noch Elevance Health, das ist der größte reine Krankenversicherer neben United Health. Die sind stark im Commercial und auch im Medicare Advantage Geschäft, aber jetzt weniger vertikal integriert. Dann gibt es noch CVS Health. Die kombinieren Versicherungen über Aetna mit Apotheken und PBM. Also die sind ähnlich integriert wie United Health, aber stärker Retail und auch pharmalastig. Dann haben wir noch die Humana, die ist extrem auf Medicare Advantage fokussiert, jetzt weniger diversifiziert und haben dadurch auch ein höheres Risiko. Sie sind aber damit auch ein direkter Wettbewerber. Und dann haben wir noch die Cigna Group. Die ist stärker am Arbeitgeber- und auch im internationalen Geschäft mit Evernorth als starken PBM-Arm und geringerer Abhängigkeit. Dann vergleichen wir doch mal die Kennzahlen dieser 5 Unternehmen miteinander. Und bei der operativen Gewinnmarge, da liegt immer noch United Health vorne. Nach der letzten Angabe von 6,1% haben sie hier die höchste operative Gewinnmarge. Auf dem zweiten Platz ist hier Elevance Health mit 4,2%, dann kommt Cigna mit 3,7%, Humana und auch CVS liegen noch unter 3% und damit ist United Health hier der Gewinner. Wer hat denn die höchsten Kapitalrenditen? Also bei der Eigenkapitalrendite liegt United Health ebenfalls vorne, aber dicht gefolgt von der Cigna. Bei dem Return on Invested Capital, da ist auch die United Health Group ein bisschen besser als die anderen, aber auch dicht gefolgt von der Cigna. Also United Health und als zweiten Platz die Cigna sind hier meine beiden Gewinner. CVS Health, die schwächeln hier deutlich ab, denn sie haben eine ziemlich geringe Eigenkapitalrendite und auch der Return on Invested Capital, der ist bei 4,9%. Und damit sind sie die unprofitabelsten hier. Humana ist noch ein bisschen besser, aber auch bei beiden Werten im einstelligen Bereich. Wer konnte denn jetzt auf die letzten 5 Jahre gerechnet am stärksten wachsen, sowohl in Umsatz als auch in Gewinn? Und hier sehen wir den Gewinner bei der Elevance Health, denn sie konnten ihr Bruttoergebnis im Schnitt pro Jahr um 17% steigern und den Umsatz um 11,2%. Sie konnten quasi das Bruttoergebnis am stärksten steigern, also ihren Gewinn. Die anderen Unternehmen liegen bei der Gewinnsteigerung im einstelligen Bereich. United Health und Humana gleich mit 9,2% im Schnitt pro Jahr. Beim Umsatz unterscheiden die sich teilweise gar nicht so stark. Hier hat Humana am stärksten den Umsatz steigern können um 12,7%, Elevance knapp darunter um 11,2%, United Health aber auch 10,6%, Cigna 10% und CVS sind hier auch die schwächsten. Also sowohl bei der Gewinnsteigerung als auch bei der Umsatzsteigerung, da schwächelt CVS hier am stärksten. Wer belohnt uns denn jetzt als Dividendeninvestoren am stärksten? Also von der reinen Dividendenrendite, von der Höhe, ist im Moment United Health am stärksten tatsächlich, weil sie so abgerutscht sind. Sie haben eine Dividendenrendite von über 3%. CVS Health haben auch noch eine Dividendenrendite von 3,7%, aber wenn ihr euch von denen den Kurs anschaut, der sieht auch nicht so stark aus.
Und wir haben ja auch eben gesehen, die Profitabilität ist bei denen auch am geringsten. Elevance Health und Cigna kommen beide so auf rund 2,2%. Humana ist hier der schwächste Wert von der Dividendenrendite her mit 1,7%. Bei der Dividendenerhöhung auf die letzten 5 Jahre in Prozent sehen wir einen totalen Ausreißer bei der Cigna um 168%, was sie angeblich Dividende gesteigert haben. Aber das ist in einer Strategieänderung begründet. Also das stimmt schon, sie haben um 168,7% erhöht. Das habe ich nochmal nachgeschaut, weil der Wert so hoch war. Aber sie haben tatsächlich früher nur so eine Pseudodividende von ein paar Cent bezahlt. Und im Jahr 21 haben sie dann beschlossen, sie ändern ihre Dividendenstrategie und erhöhen auch ihre Dividenden. Und Dividenden sollen Teil ihrer Strategie werden. Und deswegen haben sie dann halt auf einen Schlag eine höhere Dividende gesetzt. Und seitdem erhöhen sie auch Schlag für Schlag. Also sind auch für Dividendeninvestoren seitdem ein bisschen interessanter geworden. Aber ansonsten, wenn man das mal außen vor lässt, diesen krassen Wert, dann können schon sie gut steigern, immer noch. Aber Elevance Health hat halt die höchste Steigerung ansonsten gehabt mit 15,3% im Schnitt pro Jahr. United Health aber nur dicht darunter bei 14,2% im Schnitt. Humana noch um 10% und CVS geringfügig um 5,9% im Schnitt pro Jahr. Wobei 5,9% ist auch, bei einer hohen Dividende ist das auch noch okay. Was aber jetzt nicht mehr ganz okay ist, ist die Ausschüttungsquote, und zwar bei der CVS Health. Die sprengt hier den Rahmen mit 722,8%, ist das schon sehr hoch. Die anderen sind deutlich im moderaten Bereich. United Health mit 44,6%, Elevance Health 27,6%, Cigna auch nur knapp darunter, also knapp besser als Elevance Health mit 26% Ausschüttungsquote und Humana auch noch völlig okay, guter Wert 33,2%. Und die mit der geringsten Quote sind halt Elevance Health und auch Cigna. Und deswegen sind das meine beiden Gewinner. Wir haben ja gesehen, dass United Health gerade massiv Aktien zurückkauft, aber das ist bei den anderen teilweise noch besser, denn United Health kauft 3,7% Aktien zurück momentan. Elevance Health haben eine Rückkaufrendite von 5,5% und Cigna sage und schreibe 6,2%. Das ist wirklich schon gut. Humana kaufen auch noch geringfügig Aktien zurück, 0,6%. Und CVS Health, die haben ein wenig verwässert. Also hier trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen. Auch von der Verschuldung her steht die United Health Group eigentlich im Vergleich zu ihren Wettbewerbern immer noch sehr gut da, denn sie sind nur mit dem 2,6-fachen ihres EBITDAs verschuldet. Cigna ist noch ein bisschen stärker verschuldet mit dem 2,9-fachen, Humana mit dem 3,2-fachen, Elevance Health mit dem 3,5-fachen und am stärksten verschuldet ist auch hier die CVS Health. Welches Investment hätte sich für uns denn auf die letzten 5 Jahre am meisten gelohnt? Schauen wir mal auf den Total Return, also Kurs plus Dividende auf die letzten 5 Jahre. Bei United Health haben wir ja hier einen kleinen Verlust von 2,4%. Elevance Health hätte uns einen Total Return von 23,4% beschert. CVS Health immer noch 18,4%, also obwohl sie so viel unprofitabler sind als United Health und die anderen, hätten sie uns eine höhere Rendite beschert, einfach weil die schlechten News bei denen halt nicht so aufgetreten sind. Humana sind hier tatsächlich die schwächsten mit minus 45,6%, also mit denen hätten wir ganz schön viel eingebüßt. Und Cigna ist unser Gewinner hier. Mit Cigna hätten wir einen Total Return von 35,3% erlangt. Welcher der Unternehmen ist dann jetzt besonders günstig und wer ist fair bewertet? Ja, hier sehen wir eigentlich auch ein ganz spannendes Bild, denn United Health hat ja ein KGV von 14,6, Elevance Health ungefähr gleich bei 14,2, CVS Health, die sind gerade am günstigsten bewertet mit 11,8er KGV, Humana ist ziemlich teuer im Vergleich bewertet mit 25,2 und Cigna auch mit 22,1. Aber was bedeutet das jetzt für den fairen Wert der Unternehmen? Deswegen schauen wir erstmal auf das Fair Value Upside der Berechnungsmodelle von Investing Pro, die ja den Mittelwert aus verschiedenen Modellen bilden. Und hier hat das größte Aufwärtspotenzial tatsächlich die Cigna mit 56,3% Upside-Potenzial. An zweiter Stelle die United Health mit 48,5%, aber dicht gefolgt von Humana mit 47,8% und auch CVS mit 47,6%. Hier hat nur Elevance Health ein niedriges Upside-Potenzial davon, aber immer noch 18,6%. Die Analysten sehen das größte Potenzial hingegen bei der United Health mit 39,2% Potenzial nach oben, aber dicht gefolgt von Humana, ebenfalls mit 37%. Also der Aktienkurs von Humana hat auch ziemlich gelitten, weswegen sie jetzt auch
etwas unterbewertet sind. CVS, ja, die haben auch noch ein Analystenpotenzial von 31,9%, Elevance Health 23,9% und Cigna von 20,3%. Also beide Modellbetrachtungen, sowohl die Durchschnittswerte der Investing Pro Berechnungsmodelle als auch die Analystenpotenzialschätzungen, sehen bei all diesen Unternehmen momentan eine Unterbewertung. Also der ganze Sektor ist momentan einfach unterbewertet. Ja, lohnt sich denn jetzt ein Investment in die United Health? Wie immer ein klares Jein. Deswegen jetzt hier zur Begründung. Sie haben halt den größten Marktanteil all dieser Versicherer, stehen aber auch momentan am stärksten im Fokus. Der Bewertungsabschlag, der kommt vor allen Dingen auch durch die ganzen News, aber nicht nur, sondern auch durch den Margendruck. Wettbewerber haben hier aber zum Teil noch eine geringere Marge. Sie sind immer noch laut der Profitabilitätsbetrachtung mit am profitabelsten unter den ganzen Wettbewerbern. Aber die Regulierung, die drückt allgemein einfach auf die Kurse und auch die erwarteten Prämien für die nächsten Jahre, weil sie einfach eine geringere Vergütung für ihre Krankenversicherung bekommen. Und das wird sich auch noch ein paar Jahre ziehen, bis hier die Vergütungsprämien wieder ansteigen und dann die Profitabilität auch wieder nach oben ziehen. Das Dividendenwachstum ist nach wie vor da, allerdings ist das letzte Jahr ein bisschen schwächer ausgefallen wie die Jahre zuvor. Muss man halt auch beobachten, wie sich das entwickelt. Die Rückkäufe sind bei all diesen Unternehmen wirklich stark. United Health kaufen stark zurück, aber die anderen teilweise noch mehr. Ist auch ein gutes Zeichen. Langfristig haben wir aber wirklich vor allen Dingen bei der United Health diese starke Unsicherheit im Rücken mit der Klage, wo noch unsicher ist, was da jetzt wirklich bei rauskommt, ob es da eine Strafzahlung gibt. Und da ist wirklich ein hohes Risiko, was noch im Raum steht. United Health steht hier im Fokus, aber man weiß nicht, was bei den anderen Krankenversicherern vielleicht noch bei rauskommt. Vielleicht gibt es da ähnliche Sachen, die im Hintergrund laufen und wo wir bald die nächste Krise oder die nächste Klage oder den nächsten Skandal hören. Man weiß es nicht. Langfristig waren sie immer ein guter Compounder, also über Jahre lang haben sie einfach performt. Im Moment treffen halt verschiedene Probleme aufeinander und allesamt haben den Aktienkurs gerade nach unten gedrückt. Also wenn sie den Turnaround schaffen, wenn die Probleme sich irgendwann auflösen, wenn die Klage als ungerechtfertigt gilt, wenn die Prämien wieder steigen und sie sich wieder erholen und wieder profitabler werden, dann ist jetzt, glaube ich, ein guter Einstiegszeitpunkt, aber man weiß es halt nicht. Man hat dieses Risiko im Raum. Kurzfristig sehe ich deswegen erstmal noch keinen direkten Turnaround, aber wenn alles gut läuft, dann sind wir mit einem Investment, glaube ich, langfristig gut aufgestellt. Warren Buffett ist ja auch investiert. Er sieht das wahrscheinlich auch so und ja, nimmt das Risiko einfach in Kauf. Da kann irgendwie was hochkommen bei dieser Klage. Aber langfristig glaubt auch sogar Warren Buffett bzw. Berkshire Hathaway an die United Health Group. Also insgesamt ist der ganze Sektor gerade wirklich unterbewertet. Und wer dieses Risiko in Kauf nimmt, der kann schon bei positivem Ausgang hier ein gutes Investment jetzt treffen. So viel dazu. Aber keine Anlageberatung. Wie gesagt, das ist nur halt, man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Ja. Also ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wir sind schon am Ende angelangt. Und wenn euch ein weiteres Unternehmen interessiert, was gerade ein wenig zu kämpfen hat, beziehungsweise wo einfach der Aktienkurs gerade zu kämpfen hat, dann schaut euch gerne mein Video zur Microsoft an. Das habe ich euch jetzt auch hier oben verlinkt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Ciao, ciao.